In diesem Video geht es um eine weitere Variante der Tupftechnik, bei der statt eines Pinsels bzw. Schminkpinsels handelsüblicher Schaumstoff zum Einsatz kommt. Ideal, wenn man zum Beispiel schnell oder mehrere Geländestücke bemalen will. Und Verwitterungen dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zum Thema Tupfen habe ich euch ja schon ein Tutorial präsentiert. Ganz ohne Airbrush bekommt man so weiche Farbverläufe aufs Modell, indem man zum Beispiel einen einfachen Schminkpinsel verwendet. Aber natürlich nimmt das Tupfen etwas Zeit in Anspruch, daher möchte ich euch nun eine zusätzliche Variante vorstellen, die schneller geht und ideal ist, wenn man mehrere Geländestücke in einem Rutsch bemalen möchte. Inspiriert hatte mich dazu unter anderem ein Tutorial von Midwinter Minis, bei der eine glatte Türfläche betupft wurde. Auf unebenen Flächen wie auf diesen Monitorum-Containern von Games Workshop ist das Tupfen aber nur minimal kniffliger. Alles, was ihr braucht, ist Schaumstoff. Am besten in kleine Stücke zerschnitten, die sich gut anfassen lassen. Grundiert als erstes euer Modell dunkel, zum Beispiel in Schwarz. Ihr könnt aber auch zum Beispiel ein Braun oder Grau nehmen, Hauptsache es ist sehr dunkel. Wer möchte, kann anschließend mit einer Metallfarbe erstmal grob über das Modell bürsten. Aber das ist ein rein optionaler Schritt, den Effekt erkläre ich euch gleich. Nehmt dann ein reines oder in meinem Fall schmutziges Weiß und betupft damit die oberen Bereiche eures Modells. Und zwar in etwa so wie beim zenitalen Grundieren. Geht an den Seiten aber nur etwa bis zur Hälfte nach unten. Nehmt dabei immer nur etwas pure Farbe mit dem Schaumstoff auf, reibt oder tupft das Gröbste erstmal wieder heraus und tupft dann erst übers Modell. Das Tupfen mit der unverdünnten Farbe sorgt direkt für eine plastische Struktur, wobei enge Winkel natürlich etwas schwieriger zu erreichen sind. Schneidet euch hierfür im Zweifelsfall ein spitzeres Schaumstoffstückchen zum punktgenauen Tupfen zurecht. Als nächstes braucht ihr 3 Farben, und zwar eine Hauptfarbe für euer Modell, dazu noch eine dunkle Sekundärfarbe, die halbwegs zu eurer Hauptfarbe passen sollte. Ein kleiner Farbunterschied darf aber gerne sein, weil so das Ergebnis dann interessanter aussieht. Und dann noch eine kontrastartige Farbe, die etwas dunkler als eure Hauptfarbe ist. Also einen dünnflüssigen Ink mit hoher Pigmentierung, wie ihn verschiedene Hersteller anbieten. Nehmt ein neues Schaumstoffstück und betupft mit eurer puren dunklen Sekundärfarbe die unteren Bereiche des Modells. So bekommt ihr einen Hell-Dunkel-Verlauf von weiß zu schwarz mit einer Farbe dazwischen. Hier 3 Beispiele, wie sowas aussehen könnte. Nehmt nun eure Hauptfarbe und verdünnt diese mit etwas Wasser, um dünnere Schichten ohne allzu starke Strukturen zu tupfen. Geht damit übers gesamte Modell und versucht auch die schwer zugänglichen Ecken einigermaßen zu erwischen. Anschließend habt ihr ein farbiges Modell mit einem Hell-Dunkel-Verlauf in eurer Hauptfarbe und schwarzen Schatten. Und hier und da vielleicht noch ein paar weiße Reststellen. Der nächste Schritt ist wieder optional. Verdünnt eure Hauptfarbe mit Wasser, bis sie sehr flüssig und nur noch so halbdeckend ist. Damit wird dann das gesamte Modell bemalt, um die weißen Reststellen und die schwarzen Schatten einzufärben. Wer die Schatten aber lieber schwarz lassen möchte, weil er sie zu Beginn auch mit einer Metallfarbe gebürstet hat, überspringt diesen Schritt einfach. Hier seht ihr den Unterschied. Links das bemalte Ergebnis, rechts noch ein Modell mit dunklen Schatten und Metallblitzern. Verdünnt als nächstes eure Kontrastfarbe zu etwa 50% mit passendem Medium oder Wasser. Feuchtet dann euer Modell mit ein wenig Wasser aus zum Beispiel einem Pumpzerstäuber an und tragt die verdünnte Kontrastfarbe großflächig mit einem neuen Schaumstoffschwämmchen auf. Hierbei entsteht wieder eine leichte Struktur und die Farbe wird gleichzeitig auch stärker in die Vertiefung gedrückt. Auf die unteren Bereiche wird übrigens mehr Farbe oder am besten eine zweite Schicht getupft. Wer möchte, kann nach dem Trocknen auch noch mit der puren Kontrastfarbe nachdunkeln. Hier der Unterschied. Links ohne Nachdunkeln, rechts mit Nachdunkeln. Pro Container seid ihr jetzt bei nur 10 bis 15 Minuten Bemalzeit. Ohne Trocknungszeit natürlich. Jetzt könnt ihr die Details an eurem Modell bemalen, um dann ganz nach Geschmack mit den Verwitterungen zu beginnen. Zum Beispiel mit einem dunklen Braun, das vorsichtig auf die Kanten getupft wird, um Farbabplatzer darzustellen. In größere Roststellen oder an Kanten lässt sich dann eine Metallfarbe aufbringen, damit es so aussieht, als würde zwischen dem Rost das blanke Metall durchblitzen.
Anschließend könnt ihr mit verschiedenen Washes oder verdünnten Contrastfarben übers angefeuchtete Modell malen oder diese nass auftupfen, um organische Farbverläufe zu erzeugen. Hierbei möglichst von oben nach unten streichen, um so Schlieren aufs Modell zu bekommen. Und natürlich könnt ihr euch auch mit anderen oder zusätzlichen Rosteffekten austoben. Danach wäre euer Modell dann auch schon spielbereit. Insgesamt ist das Tupfen mit Schaumstoffstückchen eine tolle Möglichkeit, um relativ schnell viel Gelände plastisch zu bemalen. Denn Schatten, Strukturen und Verwitterungseffekte sind mit einem Schwamm vergleichsweise schnell erzeugt. Mit einem Schminkpinsel habt ihr beim Tupfen zwar mehr Kontrolle, aber es dauert auch ein wenig länger. Doch egal ob und wie ihr tupft, eine Airbrush nutzt oder die Farben klassisch per Pinsel auftragt. Habt Spaß beim Malen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!